Mein Name ist Martin Schulz. Ich arbeite für die Enerpark bzw. für die Tochtergesellschaft, die Enerpark Service. Ich führe Inspektionen durch und kümmere mich zum größten Teil um Taptool. Mein Name ist Sven Kehlke. Ich arbeite bei der Enerpark Service GmbH. Bin da zuständig für die Service-Teams und für die Einarbeitung für Taptool. Des Weiteren mache ich noch Inspektionen von den Solarparks und bin auch noch Sicherheitsbeauftragter. Wir haben ja jetzt ca. 300 Anlagen in Deutschland mit ca. 3 Gigawatt Leistung bei der Enerpark Service GmbH und wir führen Inspektionen durch, Wartungen und auch die Reparaturen. Und das wird alles über Taptool verwaltet. Früher war es mal so, der eine hat einen Mangel gesehen, hat das notiert bei den Betriebsführern. Es war jemand auf der Anlage, der wusste von diesem Mangel nichts, ist dann wieder weggefahren, ist am nächsten Tag wieder hingefahren, weil der Betriebsführer ihn angerufen hat, da ist noch ein Mangel. Und das war eben halt der Grund, warum wir gesagt haben, wir brauchen ein Tool, was wir sowohl im Büro einsetzen können als auch im Feld und dass wir immer die gleiche Datenbasis haben. Und das haben wir mit Taptool erreicht. Wenn ich einen Mangel aufnehme, ist er eigentlich spätestens 5 Minuten später auch im Office sichtbar, mit Bildern und allem drum und dran. Wir wissen auch, ob ein Mangel in Bearbeitung ist. Also es kann ja auch mal sein, dass auf einer Anlage ein Mangel ist, der als schon jemand anders beauftragt. Dann weiß man das, dann ist der so gekennzeichnet und dann brauchen wir uns da nicht mehr drum kümmern. Also das ist der größte Vorteil, den wir haben, dass wir nicht Mehrfachanfahrten haben. Sprich, wir sparen dadurch eine ganze Menge an Geld. Die Office-Anwendung benutze ich eben halt, um unsere Anlagen einzupflegen, um Komponenten zu pflegen, um Aufträge zu erstellen, um Aufträge zu kontrollieren. Die App benutzen natürlich die Mitarbeiter, die jetzt auf den Parks sind, weil dort haben sie alle Komponenten von der Anlage sofort sichtbar, können alle Mängel sehen und können diese dort auch abarbeiten bzw. bearbeiten, dokumentieren und das geht dann wieder zurück ins Office. Taptool ist ja recht logisch aufgebaut und gut strukturell erkennbar, wo man wie was in den Anlagen finden kann. Und die Jungs, die sind eigentlich immer ziemlich schnell dabei, dass sie das halt recht zügig verstanden haben. Durch die Dokumentation, die Fotos, die wir hinterlegt haben, wissen wir auch immer, was für Bauteile brauchen wir. Weil früher sind wir mal losgefahren und mussten erstmal nachgucken, was für eine Sicherung ist eigentlich in so einem Combiner. Das kann man sich jetzt alles auch auf dem Foto angucken. Also bei uns ist es natürlich super, wenn wir alle Komponenten und alle Sachen, die in der Anlage verbaut sind, über einfachen Zugriff übers Handy sofort zur Verfügung haben. Wir wissen halt in jeder Anlage, wo wir uns aufhalten, was ist dort gegeben. Wenn die Jungs, die wir halt vor Ort immer haben, Reparaturen durchführen, die wissen, was für Bauteile sind verbaut, was müssen sie mitbringen. Das sieht man halt vorab schon. Empfehlen kann ich nur, dass man sich so eine Software eben halt zulegt. Dann habe ich immer eine gemeinsame Datenbasis. Ich kann wesentlich schneller auf Mängel reagieren. Ich kann sie schneller abarbeiten. Die ganzen Fotos und alle Sachen hat man ja zentral in Taptool hinterlegt und dadurch kann man ja super gut so Reports erstellen, was man ja sonst händisch über Excel oder andere Programme erst, sage ich mal, erstellen müsste. Und das hat man halt zentral alles in einem Programm. Also ich könnte es mir jetzt ohne Taptool so nicht mehr vorstellen.